Tatsache ist aber, er ist von uns gegangen, als ich das erfahren habe. Ich brauchte erst die Bestätigung von meinem Bruder. Vor wenigen Augenblicken wurde endlich die schockierende Wahrheit über den Tod von Xatar enthüllt. Tagelang verbreiteten sich die Gerüchte wie ein Lauffeuer, widersprüchliche Berichte, Schweigen von offizieller Seite und Fans, die im Dunkeln gelassen wurden. Aber jetzt hat das Warten ein Ende. Und was jetzt ans Licht gekommen ist schlichtweg unglaublich. Kommentiere 1, wenn du ein Fan von Xatars Musik warst, oder 0, wenn du Zweifel daran hattest, was wirklich passiert ist. Denn wenn du die Wahrheit erfährst, wird sie alles verändern, was du zu wissen glaubst. Lasst uns direkt eintauchen. Plötzlicher Tod. Beamte der Polizei haben bestätigt, dass der bekannte deutsche Rapper Xatar, dessen Geburtsname Givar Hajabi war, am Donnerstagmorgen in seiner luxuriösen Wohnung in Köln verstorben ist. Die persönliche Assistentin des damals 43-jährigen Rappers fand ihn bewusstlos auf und rief sofort die Rettungskräfte zu Hilfe. Obwohl die Behörden innerhalb weniger Minuten vor Ort eintrafen, konnten sie ihn nicht wieder zum Leben erwecken. Wie die Kölner Polizei mitteilte, reagierte die Polizei auf einen Notruf, der gegen 8:30 Uhr aus Xatars Penthouse im noblen Rheinauhafen abgesetzt wurde. Es gab keine Hinweise auf einen Kampf oder ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung, in der der Hip-Hop-Mogul entdeckt wurde. Er wurde in seinem Schlafzimmer gefunden. Ein Vertreter der Polizei bestätigte, dass die Überwachungsaufnahmen beweisen, dass seit dem Vorabend keine illegalen Personen das Gebäude betreten haben. Außerdem stellten die Behörden fest, dass Xatar nach einer Geschäftskonferenz am Vorabend allein nach Hause gekommen war. Nach Angaben von Kriminalhauptkommissar Markus Werner, der die Ermittlungen leitet, deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass natürliche Faktoren für den Vorfall verantwortlich sein dürften. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände im Zusammenhang mit dem Tod von Herrn Hajabi gefunden, erklärte Werner in einer Pressekonferenz. Sein Tod ist nicht auf verdächtige Umstände zurückzuführen. Wie bei jedem unerwarteten Todesfall dieser Art führen wir jedoch eine gründliche Untersuchung durch. B. Auch die Staatsanwaltschaft erklärte, sie halte eine strafrechtliche Untersuchung zum jetzigen Zeitpunkt nicht für gerechtfertigt. Wie bei unvorhergesehenen Todesfällen üblich, wurden die Behörden jedoch angewiesen, eine gründliche toxikologische Untersuchung durchzuführen. Die Behörden gaben an, dass Xatar keine größeren gesundheitlichen Probleme hatte, weshalb die Menschen, die ihm nahe standen, über seinen unerwarteten Tod sehr schockiert waren. Die vorläufige Obduktion wurde am Freitagmorgen in der Kölner Uniklinik durchgeführt. Wie die Gerichtsmediziner mitteilten, deuten erste Erkenntnisse auf einen Herzstillstand als wahrscheinlichste Todesursache hin. Nach Angaben von Dr. Ingrid Muller, leitende Gerichtsmedizinerin, ergaben die ersten Untersuchungen Anzeichen, die auf ein plötzliches Herzversagen schließen lassen. Allerdings ist der gesamte Bericht noch nicht abgeschlossen. Vollständige toxikologische Ergebnisse werden erst in einigen Tagen vorliegen, so Dr. Muller weiter. Obwohl bei der Untersuchung keine offensichtlichen Anzeichen von Drogenmissbrauch erkennbar waren. Aus diesem Grund hat das medizinische Personal den Hausarzt von Xatar gebeten, die vollständige Krankengeschichte des Patienten zu übermitteln, um festzustellen, ob es irgendwelche Vorerkrankungen gab, die bei seinem Tod eine Rolle gespielt haben könnten oder nicht. In der Zwischenzeit haben die Behörden die sterblichen Überreste des Rappers an seine Familie übergeben, die derzeit Vorbereitungen für eine private Trauerfeier trifft. Beamte der Polizeibehörde haben erklärt, dass sie ihre regulären Ermittlungen fortsetzen werden, während sie auf den endgültigen Autopsiebericht warten, der voraussichtlich in 2 Wochen vorliegen wird. Seit dem frühen Tod des deutschen Rappers Xatar am 8. Mai 2025 kursieren im Internet Spekulationen und Theorien, die durch das Fehlen einer offiziellen Todesursache und widersprüchliche Angaben zu den Umständen des Todes noch verstärkt werden. Die ersten Meldungen waren uneinheitlich. In einigen Publikationen wurde behauptet, Xatar sei in Köln verstorben. In anderen hieß es, er sei in Berlin gestorben. Die Staatsanwaltschaft Köln teilte mit, dass die Ermittlungen noch andauern. Eine Obduktion aber keine sichtbaren Spuren von Gewaltanwendung ergeben habe. Die Todesursache stehe jedoch noch nicht fest. Ein enger Bekannter erfuhr, dass Xatar sich einer Chemotherapie unterzogen hatte und seit 2 Jahren gegen Leukämie kämpfte. Diese Information goss Öl ins Feuer der Vermutungen. Da diese Information der Öffentlichkeit nicht bekannt war, haben mehrere Fans den abrupten Charakter seines Todes in Frage gestellt. Obwohl es eine Reihe von Unbekannten gibt,
gibt es keine Beweise für die Verschwörungstheorien, die im Zusammenhang mit dem Tod von Xatar aufgestellt wurden. Die Ermittlungen sind noch im Gange und die Behörden haben keine Anhaltspunkte für ein falsches Spiel. Viele Menschen warten auf weitere Informationen aus offiziellen Quellen, um die Umstände des Ablebens eines bahnbrechenden Musikers, um den die Musikwelt derzeit trauert, besser verstehen zu können. Wenn Sie glauben, dass die Wahrheit ans Licht kommen muss, egal wie spät, drücken Sie die Subscribe-Taste. Wir befassen uns mit den wahren Geschichten, nicht nur mit den Schlagzeilen. Spannungsverhältnisse. Xatars Aufstieg war alles andere als reibungslos. Denn er ist bekannt für seine rauen Texte, seine kühnen Geschäftsideen und sein von Triumphen und Kontroversen geprägtes Leben. Doch hinter der Musik und den blinkenden Lichtern sah er sich mit Spannungen konfrontiert, die nur wenige Außenstehende richtig einschätzen konnten. Es war seine Beziehung zu Casey Rebel, einem weiteren Schwergewicht der Szene, die zu einem der dramatischsten Brüche seiner Karriere führte. Ein Gerücht war der Ausgangspunkt für alles. Xatar behauptete, Casey Rebel habe einmal versucht, bei seiner Plattenfirma Alles oder Nix Records zu unterschreiben. Als jemand, der sehr stolz auf seinen künstlerischen Weg und seine Unabhängigkeit ist, wies Casey den Vorwurf kategorisch zurück. Was vielleicht ein Streit hinter den Kulissen blieb, wurde schnell zu einem öffentlichen Thema. Wie es in der Rap-Musik üblich ist, wurden die Worte in Musik umgewandelt. Sie veröffentlichten Dissaufnahmen und ihre jeweiligen Fans ergriffen Partei. Auf der anderen Seite nahmen die Dinge eine unangenehme Wendung, als ein Bekannter von Casey Rebel in einen beunruhigenden Zwischenfall vor der Bar Noon, einer Shisha-Lounge in Köln, die Xatar gehört, verwickelt war. Die Situation war angespannt, eskalierte schnell und erregte große Aufmerksamkeit, obwohl Xatar nicht dabei beobachtet wurde, wie er jemanden körperlich berührte, war er offenbar am Ort des Geschehens anwesend. Die Behörden leiteten eine offene Untersuchung ein. Nach dem Erlass eines Haftbefehls wegen versuchten Totschlags wurde die Nachricht in den Medien schnell publik. Xatar stellte sich selbst, obwohl er unter Druck stand und sich des Ernstes der Lage bewusst war. Auch wenn die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nie aufgeklärt wurden, hat diese Episode sein öffentliches Bild stark geprägt. Er wurde schließlich unter strengen Auflagen freigelassen. Mit der Veröffentlichung eines gewalttätigen Diss-Tracks namens Didsta reagierte Casey Rebel und schürte damit das Feuer ihres andauernden Streits weiter. Wie immer schritt die Zeit weiter voran. Eine unerwartete und entwaffnende Wendung der Ereignisse trat ein, als Xatar die Initiative ergriff und sich öffentlich entschuldigte. Als Reaktion auf die Gerüchte sprach er sowohl über die Musik als auch über die Missverständnisse. Casey Rebel nahm die Entschuldigung an, was für viele überraschend kam. YouTube wurde nach dem Hochladen des Diss-Tunes abgeschaltet. In einer Branche, die sich manchmal von Konflikten ernährt, entpuppte sich das, was zunächst wie ein ewig andauernder Streit aussah, als ein außergewöhnliches Beispiel für Versöhnung. Die Schwierigkeiten, mit denen Xatar konfrontiert war, hörten damit jedoch nicht auf. Kopfticker Records, sein zweites Plattenlabel, wurde von ihm im Jahr 2017 geschlossen. Plötzlich mussten Künstler wie Eno, Yoni und Zillabil Spill feststellen, dass sie keine Plattform mehr hatten, über die sie auftreten konnten. Diejenigen, die der Branche nahestehen, wissen, dass solche Entscheidungen mit Schwierigkeiten verbunden sind, dass Träume verändert und Pläne unterbrochen werden. Ein öffentliches Drama hat es jedoch nicht gegeben. Xatar entwickelte sich ständig weiter und bewegte sich gleichzeitig in einem Umfeld, das Hartnäckigkeit und Ausdauer erforderte. In all den Konflikten, Versöhnungen und schwierigen Entscheidungen blieb er eine komplizierte Figur. Er wurde bewundert und kritisiert, aber nie missachtet. Die Menschen fragen sich auch nach seinem Tod. Wer genau war Xatar? Ein Hochstapler? Ein Visionär? Ein maskierter Friedensstifter? Könnte es sein, dass er all das war? Möglicherweise ist es das, was es unmöglich machte, ihn zu vergessen. Xatar floh vor dem Krieg und baute sich ein Leben in Deutschland auf. Inmitten politischer Unruhen und Verfolgung begann der Rapsänger seinen Weg vom Flüchtling zum Musikhelden. Die Lebensgeschichte von Xatar, der 1981 als Givar Hijabi in Sanandai, Iran, geboren wurde, ist ein Beispiel für die Bedeutung von Beharrlichkeit im Angesicht außergewöhnlicher Widrigkeiten. Zu Beginn der 1980er Jahre wanderte Xatars Familie aus dem Iran in das Nachbarland Irak aus. Xatar wurde als Sohn kurdischer Eltern geboren und seine erste Umsiedlung fiel in diese Zeit.
Nach der iranischen Revolution von 1979 suchte sein Vater, der Musikprofessor Eqbal Hijabi, einen sicheren Zufluchtsort für seine Familie. Während dieser erschütternden Zeit war Xatars Kindheit von Unsicherheit und Angst geprägt. Obwohl er noch ein kleiner Junge war, war er in einer Welt gefangen, die von politischen Unruhen und Unterdrückung geprägt war. Seine Familie, die einst auf eine bessere Zukunft hoffte, war in einem Land gefangen, das keine Sicherheit mehr bot. Nach monatelanger Gefangenschaft gelang es Xatar und seiner Familie schließlich, aus dem Irak zu fliehen. Ihre Reise führte sie durch Flüchtlingslager und unzählige bürokratische Hürden, bis sie schließlich in Deutschland Asyl fanden. Dort, in einer völlig neuen Welt, begann Xatar sein Leben neu aufzubauen, mit den tiefen Narben seiner frühen Erfahrungen, aber auch mit dem unbändigen Willen zum Erfolg. Nach all diesen schrecklichen Erfahrungen konnte die Familie Mitte der 1980er Jahre endlich in Deutschland in Sicherheit leben. Sobald er in Deutschland ankam, ließ sich Xatar in der Nähe des Brunner Bergs in Bonn nieder. Obwohl einige Geschichten auf Berlin hindeuten, haben die meisten vertrauenswürdigen Stellen bestätigt, dass Bonn sein prägender Ort war. Im Laufe seiner Jugendjahre wurde Xatar mit einer Reihe schwerwiegender Probleme konfrontiert, darunter soziale Ausgrenzung und weit verbreitete Armut. Die schwierigen Bedingungen, die er ertragen musste, führten schließlich dazu, dass er als junger Erwachsener in illegale Aktivitäten verwickelt wurde. Inmitten dieser Herausforderungen wurde Xatar mit Hip-Hop vertraut, vor allem durch die Musik amerikanischer Künstler wie Dr. Dre. Er begann mit zwei Kumpels, Sammy und SSIO, zu rappen, die später seine Labelkollegen werden sollten. Dieses musikalische Erwachen führte dazu, dass er zu rappen begann. Während seiner gesamten Karriere blieb Xatars kurdische Abstammung ein wesentlicher Bestandteil seiner kreativen Identität. Sein Künstlername, der sowohl auf Kurdisch als auch auf Arabisch Gefahr bedeutet, war zunächst ein Slangbegriff unter seinen Kumpels, bevor er offiziell übernommen wurde. Die Tatsache, dass er als Flüchtling aufgewachsen ist, hat seinen lyrischen Stil maßgeblich geprägt und ihn zu einer jugendkulturellen Figur sowohl in Deutschland als auch in Kurdistan werden lassen. Der Inhalt von Xatars Liedern drehte sich zunächst um Party und Frauen, verlagerte sich aber schließlich in Richtung sozialer Kommentare, insbesondere als er eine Erfahrung im Gefängnis machte. Ich sehe das System von innen, ausgehend vom Knast. Es geht noch viel weiter. Heute halte ich mich an ein höheres Niveau. Aufbau eines Musikimperiums trotz krimineller Vergangenheit. Er begann seine Karriere in der deutschen Musikindustrie im Aufnahmeraum eines Jugendzentrums und wurde schließlich Besitzer mehrerer Plattenfirmen. Xatars Weg durch die Branche war sowohl beeindruckend als auch umstritten. Durch sein natürliches Geschick und sein Gespür für die Geschäftswelt konnte der Rapper seinen turbulenten Werdegang in eine erfolgreiche Musikkarriere verwandeln. Xatar, was auf Persisch Farsi Gefahr bedeutet, war das Pseudonym, das Giva Hijabi Ende der 1990er Jahre annahm, um in einem Jugendzentrum in der Gegend zu rappen und Beats zu entwickeln. Zwischen 2005 und 2007 besuchte er die Metropolitan University in London, wo er die Fächer International Business und Musik studierte. Nach Abschluss des Studiums kehrte er mit erweiterten Zielen nach Deutschland zurück. Alles oder Nix, sein Debütalbum, das im November 2008 veröffentlicht wurde, sorgte sofort für viel Aufmerksamkeit. Das Jahr 2007 markiert die Gründung von Alles oder Nix Records durch Xatar, der sich sofort einen Vertriebsvertrag mit Groove Attack sicherte. Fast unmittelbar danach nahm das Label seine ersten Musiker unter Vertrag, Sammy und SSIO. Auch während seiner Inhaftierung baute Xatar die Liste der Musiker seiner Plattenfirma weiter aus, zu der inzwischen Künstler wie Schwester Eva, Kalim, Eno und Zero El Mero gehören. Im März 2018 hatte das Plattenlabel ein signifikantes Wachstum, erreicht und unterzeichnete eine Vertriebsvereinbarung mit der Universal Music Group. Darüber hinaus gründete Xatar eine Reihe weiterer Musikunternehmen, We Groove Attack Tracks, Goldman Entertainment und Kopfticker Records, um nur einige zu nennen. Das unerzählte Kapitel von Xatar. Schon in den Jahren vor seinem Aufstieg zu einem der meistdiskutierten Rapper in Deutschland balancierte Xatar zwischen Brillanz und Risiko. Sein Vater war ein bekannter Komponist und Dirigent. Und er wurde im Iran geboren. Die Musik lag ihm im Blut, doch das Umfeld, in dem er aufwuchs, die Straßen Deutschlands,
die sich von den Musiksälen, in denen sein Vater verkehrte, stark unterschieden, sollte ihn auf einen ganz anderen Weg führen. Giwar Hijabi, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Xatar, hat sich mit düsteren, unverfälschten Texten und einer verbissenen Entschlossenheit in der Musikwelt einen Namen gemacht. In den Charts erreichten seine Alben schnell die Spitzenplätze. Seine Bewunderer lobten ihn als eine Stimme für die, die nicht gehört wurden, und als Vertreter einer auf der Straße geborenen Sehnsucht. Andererseits gab es auch eine andere Seite seiner Geschichte, die die Öffentlichkeit schockierte und seine gesamte Karriere fast vollständig zerstörte. Nicht wegen eines neuen Rekords, sondern wegen eines waghalsigen Verbrechens, das eher wie ein Szenario aus einem Raubfilm als aus dem wirklichen Leben klang. Wurde der Name Xatar Mitte 2009 in den Medien bekannt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Xatar und eine Bande von Komplizen für einen Golddiebstahl verantwortlich waren, der so dreist war, dass er selbst die erfahrensten Ermittler überraschte. Das Ziel ist ein Lastwagen, der teure Waren wie Zahngold, Schmuck und andere Schätze im Wert von Millionen von Dollar transportiert. Der Raub ging nicht nur schnell und sauber vonstatten, sondern war auch akribisch organisiert. Für einen kurzen Zeitraum hinterließen sie keine Spuren. Xatar konnte nach dem Diebstahl über Moskau in den Irak fliehen. Die Stille hielt jedoch nicht sehr lange an. Nach monatelangen Ermittlungen kamen die Behörden dem Verdächtigen schließlich auf die Spur. Daraufhin nahmen ihn die irakischen Behörden auf der Grundlage eines von Interpol ausgestellten Haftbefehls fest. Es heißt, dass er vor seiner Abschiebung nach Deutschland gefoltert wurde, als er in Gewahrsam genommen wurde. Im Jahr 2011 wurde er zu 8 Jahren Haft verurteilt. Zur Überraschung aller wurden die gestohlenen Gegenstände nie an die Person zurückgegeben, der sie ursprünglich gehörten. Die Meldung löste Schockwellen in der Musikbranche und in der breiten Öffentlichkeit aus. Die Folge war, dass die Fans gespalten waren. Einige waren traurig, andere erstaunt und einige wenige hielten fest an ihrer Treue fest. Trotz seiner Inhaftierung verschwand Xatar nicht. Er schrieb weiter, plante und fantasierte, anstatt irgendetwas anderes zu tun. Früher als erwartet wurde er aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er 3 Jahre lang seine Strafe abgesessen hatte. Selbst als er hinter Gittern war, setzte Xatar seine musikalische Karriere auf kreative und einzigartige Weise fort. In der Nacht arbeitete er an seinem 2. Album, in dem er seine Texte mit einem Diktiergerät aufnahm und Instrumentalstücke auf einem ins Land geschmuggelten Mobiltelefon abspielte. Seine Plattenfirma erhielt die Tracks, nachdem sie ihr zugeschickt worden waren. Das Album, das zu Ehren seiner Häftlingsnummer den Namen Nummer 415 in Anlehnung an seine Häftlingsnummer benannt wurde, enthält Kollaborationen mit bekannten deutschen Rappern wie Farid Bang, Nate 57 und Echo Fresh. Nach der Erstveröffentlichung im April 2012 stieg es schnell auf Platz 19 der deutschen Charts, auf Platz 23 in der Schweiz und auf Platz 52 in Österreich. Mit der Veröffentlichung von Rheingold im Jahr 2022 brachte der renommierte türkisch-deutsche Filmemacher Fatih Akin Satars erstaunliche Existenz auf die große Kinoleinwand. Alles oder nix, bei uns sagt man, die Welt gehört dir, lautete der Titel der 2015 erschienenen Autobiografie des Rappers. Und Emilio Sacraia spielte die Rolle des Xatar in dem historischen Gangsterdrama. Der Film dokumentiert seinen Weg vom Flüchtling über den Kriminellen bis zum Musikunternehmer, der auch den berüchtigten Goldraub beinhaltet. An seinem ersten Wochenende in den deutschen Kinos zog Rheingold rund 170.000 Besucher an und war damit Akins bisher erfolgreichster Kinostart. Der Film hatte seine Weltpremiere auf dem 30. Frankfurter Film Festival. Als er in die Welt zurückkehrte, war die Legende von Xatar nur noch gewachsen. Er nahm das Mikrofon wieder in die Hand, baute ein Geschäftsimperium auf und eroberte sich seinen Platz im deutschen Rap zurück. Aber die Geschichte des Goldraubs blieb ein prägendes Kapitel, eine warnende Geschichte, eine Straßensaga und eine Erinnerung daran, dass jede Ikone einen Schatten hat. Vom Gefängnis zum Gipfel, Xatars unaufhaltsame Rückkehr. Die Freiheit hat Xatar nicht gebremst, sie hat ein Feuer unter ihm entfacht. Nur einen Monat nach seiner Entlassung brachte er unter seinem Label Alles oder Nix Records das Debütalbum von Schwester Eva, Kurva, heraus. Es war nicht nur eine musikalische Veröffentlichung, es war ein Statement. Xatar war zurück. Und er kam nicht leise. Zur gleichen Zeit widmete er sich seinem 3. Studioalbum. Aber es sollte nicht irgendeine Veröffentlichung werden.
Er versammelte einige der größten Namen der deutschen Rap-Szene. SSIO, Haftbefehl, Schwester Ewa, Alexesh, Kalim, Sami und Tizi und schuf ein Album, das alle Erwartungen sprengen würde. Als Baba aller Babas im Mai 2015 erschien, erreichte es Platz 1 in Deutschland. 1 in Deutschland und kletterte auf Platz 3 in Österreich und der Schweiz. Xatars Auszeit hatte seine Kraft nicht gemindert, sondern geschärft. Aber er war nicht damit zufrieden, in einer Spur zu bleiben. Im selben Jahr eröffnete er zusammen mit SSIO und 2 Freunden die Cologne Bar Noon, eine Shisha-Lounge, die sich schnell zu einem Hotspot entwickelte. Dann kam sein nächster mutiger Schritt, seine Memoiren. Am 12. Oktober 2015 veröffentlichte Xatar Alles oder Nix. Bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Das im Riva Verlag erschienene Buch gab den Fans einen unverfälschten, ungefilterten Einblick in seinen Weg, von den kriegsgebeutelten Anfängen bis zum Erfolg in den Charts. Er stellte es auf der Frankfurter Buchmesse vor, trat bei Stern TV auf und brachte seine Geschichte einem breiteren Publikum nahe, indem er Glaubwürdigkeit auf der Straße mit literarischer Reichweite verband. Sein Imperium wuchs weiter, da er erkannte, dass nicht jeder Künstler in das Schema Alles oder Nix passte, gründete er ein zweites Label, Kopfticker Records, um vielfältigeren Stimmen ein Zuhause zu geben. Die erste Veröffentlichung, Ernte von Plusmacher, markierte ein weiteres erfolgreiches Kapitel. Anfang 2016 trat Xatar in der Columbia-Halle in Berlin für eine besondere Wohltätigkeitsveranstaltung namens The Voice of the Voiceless auf, die von der gemeinnützigen Organisation Our Bridge veranstaltet wurde. Zusammen mit Azad, SSIO, Schwester Ewa, Haftbefehl und 187 Straßenbande sammelten sie Spenden für ein Waisenhaus im Nordirak. Ein Beweis dafür, dass seine Wurzeln in der Gemeinschaft und im Mitgefühl nach wie vor stark sind. Zurück bei Alles oder Nix ging der Erfolg weiter. SSIOs 0,9 wurde zum Chartstürmer und Kalims Odyssee 579 trug zur Glaubwürdigkeit des Labels bei. Der Einfluss von Xatar war überall. Dan, im Mai 2016, kündigten er und Haftbefehl etwas noch Größeres an, ein gemeinsames Album, Der Holland Job. Sie starteten eine mysteriöse Promokampagne auf Studio Armani, löschten dann ihre Social-Media-Konten und ließen die Fans mit Spekulationen zurück. Als das Album schließlich am 12. August 2016 über das Berliner Label 4Music veröffentlicht wurde, erfüllte es nicht nur die Erwartungen, es übertraf sie sogar und erreichte Platz 1 in Deutschland. Österreich und der Schweiz. 1 in Deutschland. Österreich und der Schweiz. Es war offiziell. Xatar hatte nicht nur seine Krone zurückerobert, sondern auch ein Königreich errichtet. Xatars Reich expandiert, von der Musik zu den Medien und darüber hinaus. Im Jahr 2017 hatte sich Xatar bereits einen Namen in der deutschen Hip-Hop-Elite gemacht. Aber er war noch nicht fertig. In diesem Jahr wuchs Alles oder Nix Records weiter und veröffentlichte einen stetigen Strom an neuen Alben. Shams von Sami, Thronfeuer von Kalim und Salaz von Eno. Währenddessen veröffentlichte sein zweites Label Kopfticker Records herausragende Projekte wie Entre zwei Mondes von Yoni, Kush Hunter von Plusmacher, Der letzte weiße König von Sylabil Spill und Favela von Levo. Aber so schnell, wie er es aufgebaut hatte, war Xatar auch wieder bereit, sich weiterzuentwickeln. Im November 2017 löste er Kopfticker Records auf und ließ mehrere Künstler, Eno, Yoni, Sylabil Spill, Ajay, Joao Michel Dio, Dollar, Euro, Yen und Levo ohne Verträge zurück. Es war ein kontroverser Schritt, aber nicht ohne Vision. Zur gleichen Zeit rief er Push ins Leben, eine neue digitale Plattform, die die Musikindustrie demokratisieren sollte. Hier konnten unbekannte Talente Musik hochladen. Und wenn ein Titel 100 Klicks erreichte, erhielt der Künstler die Chance, ein offizielles Album zu veröffentlichen. Xatars Ehrgeiz beschränkte sich nicht mehr auf den Rap. Er begann, sich in die Bereiche Lifestyle und Business zu wagen. In Zusammenarbeit mit Golden Pipe brachte er Original auf den Markt, eine Premium-Shisha-Tabakmarke, mit Masari, einem Unternehmen, das sich auf Streetwear und Schmuck konzentriert. Stieg er in das Modedesign ein und arbeitete mit DevShop zusammen, um eine Marke zu schaffen, die Luxus und Straßenkultur miteinander verbindet. Sein Einfluss hat sogar die Kinoleinwand erreicht. Für den deutschen Gangsterfilm Only God Can Judge Me von Özgür Yildirim
mit Moritz bleibt treu. In der Hauptrolle kuratierte Xatar den Soundtrack, der im Januar 2018 über die Warner Music Group veröffentlicht wurde. Auf der Compilation sind unter anderem große Namen wie Sufjan, Larry, Dissar Star, Luciano und Schwester Eva vertreten. Xatar hatte auch einen Cameo-Auftritt in dem Film und zeigte damit seine wachsende Präsenz als Schauspieler. Es folgten kleine Rollen in dem Indie-Drama Familie und der ZDF-Neo-Comedy-Serie Blockbusters. Im März 2018 schloss Xatar einen großen Vertriebsdeal mit der Universal Music Group ab, der Alles oder Nix Records zu einer neuen Stufe der Branchenmacht verhalf. Um das 10-jährige Jubiläum seines Debüts zu feiern, veröffentlichte er im September sein 4. Soloalbum Alles oder Nix 2. Die limitierte Box-Edition enthielt eine Neuauflage seines verbotenen Debüts, das nun von seinem zensierten Inhalt befreit wurde. Mit Gastbeiträgen von Capital Bra, Azet, Schwester Ewa, Sami, Eno und Nu51 bewies Xatar einmal mehr seine Dominanz. Alles oder Nix 2 schoss direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Sein drittes Album, das dies schaffte. In der Zwischenzeit blieb das Label fleißig. Enos Album Wellritzstraße erschien bald darauf. Ebenso wie Projekte von Ewa, Sami und Schwester Eva. Aber auch im Roster gab es Veränderungen. Der Vertrag des Rappers Kalim endete im Sommer und er unterschrieb bei Urban, wo er eine neue Phase seiner Karriere einleitete. Auch Xatars eigene Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Am 15. Dezember 2022 vollzog er einen weiteren großen Schritt. Dieses Mal trat er der Budde Talent Agency in Berlin bei und signalisierte damit seine Absicht, weiter in das Management, die Produktion und darüber hinaus zu expandieren. Fans und Künstler trauern um eine kulturelle Ikone. Die tragische Nachricht von Xatars Weggang hat auf verschiedenen Social-Media-Plattformen Schockwellen ausgelöst. Und innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe wurden zahlreiche Kommentare gepostet, in denen Mitgefühl und Trauer zum Ausdruck kamen. Die große Resonanz von Fans und Künstlerkollegen zeigt, dass der Einfluss des prominenten kurdisch-deutschen Rappers auf Musik und Kultur über die Landesgrenzen hinweg zu spüren war. Ein weiterer Rapper namens Farid Bang war der erste, der Xatars Tod offiziell bekannt gab. Er tat dies, indem er einen rührenden Tribut auf Instagram postete, der eine Welle der Trauer auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auslöste. Sein Brief, in dem es heißt: Möge deine Seele in Frieden ruhen. Mein aufrichtiges Beileid an deine Familie, konnte das Mitgefühl vieler Menschen erregen. Als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Deutschrap wirst du mir immer in guter Erinnerung bleiben. Der Rapper Flair bedauerte vor allem, dass er Xatar nie persönlich kennengelernt hatte. Ich bin sehr traurig, dass wir uns nie im wirklichen Leben getroffen haben. Ich halte Xatar für einen der bemerkenswertesten Menschen in diesem Land. Wer unter den Rappern schafft es, ein so hohes Maß an Stil, Aesthetic, echtem Hip-Hop und Gangster-Attitüde zu verkörpern? I Am Hacks, ein beliebter YouTuber, zollte der Familie auf X, damals noch Twitter, Respekt und schrieb: Traurige Nachrichten, Frieden und Ruhe in Xatar. Meine erste Begegnung mit einem kurdischen deutschen Rapper, soweit ich weiß. So wie er viele Menschen durchgebracht hat, war er gleichzeitig die Verkörperung der Flagge und der Identität. Es ist dein Vermächtnis, das überdauern wird. B. Die Kultur der Rapmusik in Deutschland befindet sich derzeit in einem Zustand der gemeinschaftlichen Trauer. Ruse, ein Musikjournalist und Sender, drückte seine Verwunderung in einer rührenden Nachricht auf Instagram aus, in der er persönliche Erfahrungen teilte, die ihre Verbundenheit zeigten. Über die Grenzen Deutschlands hinaus haben auch Prominente aus anderen Ländern, wie Juicy J, Joe Budden, OG Mako und Travis Barker, ihre Reaktionen auf sozialen Medien geäußert. Marina Buzunashvili, die zuvor als Musikmanagerin von Xatar tätig war, veröffentlichte ein Foto, das ihr Herz berührt. Das Foto wurde von den Worten „Bis wir uns wiedersehen" begleitet, was ein Zeichen für die große Bedeutung seines Ablebens war. Als Reaktion auf die letzten Tweets des Rappers in den sozialen Medien haben Bewunderer aus der ganzen Welt ihr Beileid bekundet. Farva, Xatars Frau, und ihre 5 Kinder sind die einzigen, die sich an ihn erinnern werden. Bevor er starb, waren die beiden 15 Jahre lang zusammen. Bis jetzt hat sich die Familie noch nicht öffentlich zu ihrem Verlust geäußert. Es ist völlig verständlich,
dass sie in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre wahren wollen. Nach der Freigabe der sterblichen Überreste des Rappers durch die Behörden wurde berichtet, dass sie Vorbereitungen für eine private Beerdigung treffen. Das Vermächtnis eines deutschen Rap-Pioniers. Mit dem unerwarteten Tod von Xatar, der 43 Jahre alt war, ging eine erstaunliche Reise zu Ende, die die Hip-Hop-Kultur in Deutschland tiefgreifend beeinflusst hat. Es ist unbestreitbar, dass sein Weg vom kurdischen Flüchtling zur Rap-Sensation, die die Charts anführt, alle Erwartungen übertroffen hat. Vor allem, wenn man bedenkt, welchen Herausforderungen er im Laufe seines Lebens ausgesetzt war. Es zeugt von der außergewöhnlichen Ausdauer des Rappers, dass er seine Karriere nach einem Gefängnisaufenthalt wiederbeleben konnte. Darüber hinaus zeigen die geschäftlichen Unternehmungen des Rappers, dass er nicht nur in der Musik, sondern auch im Bereich des Unternehmertums brilliert. Trotz seiner umstrittenen Vergangenheit hat Xatar mit der Veröffentlichung von 6 kommerziell erfolgreichen Alben und der Gründung verschiedener Plattenlabels ein unbestreitbares musikalisches Vermächtnis geschaffen. Darüber hinaus wurde seine unglaubliche Lebensgeschichte durch Fatih Akins biografischen Film Rheingold auch außerhalb der Hip-Hop-Szene bekannt, wodurch seine Geschichte Millionen von Menschen ansprach. Bis dahin waren deutsch-kurdische Jugendliche in den Mainstream-Medien nicht angemessen vertreten. Seine authentische Darstellung der Erfahrungen von Einwanderern verschaffte ihnen eine repräsentative Stimme. Sein bedeutendes Wirken wurde von Musikern aus der gesamten deutschen Musiklandschaft gewürdigt, die sowohl seine kreativen Leistungen als auch sein finanzielles Geschick schätzten. Trotz der Tatsache, dass sein Leben auf unvorhersehbare Weise beendet wurde, wird sein Einfluss auf den deutschen Rap durch die von ihm geleiteten Künstler und die von ihm gegründeten Plattenlabels sicherlich fortbestehen. Xatars Vermächtnis ist vor allem eine Hommage an die Metamorphose. Er wurde vom Flüchtling zum Gefangenen und zum anerkannten Musikunternehmer. Diese Reise, die abgebrochen wurde, hat den deutschen Hip-Hop für alle Zeiten geprägt. Die Musikindustrie kam völlig zum Stillstand, als sich die Nachricht von seinem Tod verbreitete. Wie die Strophen eines traurigen Refrains strömten auch die Glückwünsche ein. In einer Nachricht wünschte sein Rapperkollege Farid Bang dem Geist des Verstorbenen einfach nur, dass er in Frieden ruhen möge. Mein tiefstes Beileid an dich und deine Familie. Auch andere Anhänger zündeten Kerzen an, posteten seine Texte online und füllten Streaming-Plattformen mit seiner kultigen Musik. Flair bezeichnete ihn als wahre Legende, und diese Meinung wurde von anderen Fans geteilt. Aber der Verlust eines Künstlers war nicht das einzige, was geschah. Für viele Menschen schien es, als ob sie einen Geschichtenerzähler verloren hätten, der Gedichte geschrieben hatte, die die Qualen und den Stolz der Einwanderungserfahrung einfingen. Da er nie vorgab, Markellos zu sein, war er auch nicht perfekt. In der Vergangenheit war er inhaftiert worden. Er hatte in der Gemeinde für Aufsehen gesorgt. Er kehrte gestärkt zurück, gründete Unternehmen, unterrichtete neue Künstler und verarbeitete sein Leben in einem Film namens Rheingold, bei dem Fatih Akin Regie führte. Doch er kam stärker zurück als zuvor. Dieser Film, der 2022 in die Kinos kam, brachte seine dramatische Lebensgeschichte auf die große Leinwand und vermittelte seinen Ruhm auch anderen, die mit der Hip-Hop-Branche nicht vertraut waren. Menschen, die mit seiner Musik nicht vertraut waren, konnten seine Leistungen dennoch anerkennen. Zu sagen, Xatars Leben sei dramatisch gewesen, wäre eine Untertreibung. Von einer Gefängniszelle zu einer Filmpremiere, von der Stille zum Aufschrei. Seine Anhänger sind besorgt, da die Ermittlungen über die Umstände seines unerwarteten Ablebens weitergehen. Was denken Sie? Wurde Xatar zum Schweigen gebracht, weil er wusste, was er wusste, oder weil er zu dem wurde, was er würde? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare, vor allem, wenn Sie glauben, dass es noch mehr zu dieser Geschichte gibt. Wenn dir Xatars Geschichte gefällt, abonniere dieses Video und schalte die Benachrichtigungen ein, damit du als Erster erfährst, wann das nächste Update erscheint. Danke fürs Zuschauen und bleib dran, denn die Wahrheit hat gerade erst begonnen, ans Licht zu kommen.